Hey, Casey. What's the far's favorite shape? A triangle. I don't get it. Yes, you do. Gott. Bitte. So, hallo, willkommen zurück. Ich bin's wieder, der Schmarinator. Das hier vorne ist der Max Payne und wir befinden uns in Alan Wake 2. Yes, yo! Letzte Folge haben wir da unten gar schlimme Sachen gesehen, haben eine toten Boy gefunden. Und ja, diese Folge fahren wir nach Bright Falls anscheinend. Mal gucken. Rainer, tuckern wir zurück. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Was ist denn das? Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Sind die da hinten als Deos verkleidet oder was? Oder machen die Bierwerbung? Boah, hier sieht's aber auch schon wieder stark aus, ey. Krass. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I smell coffee. Jo. Okay, also hübsch aussehen, das kann das Spiel auf jeden Fall. Also, wir sollen jetzt hier ins Diner gehen, habe ich das richtig verstanden, weil da irgendwelche Leute auf uns warten. Aber vorher möchte ich ganz gerne hier mit den... Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Ja, genau. Rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Der hat auf jeden Fall Spaß an seinem Job, ey. Der weiß, wie es geht. Aber stimmt, die sehen aus wie diese Thermoskannen aus dem ersten, oder? Man, it is sweaty in these suits, isn't it? Da konnte man doch so Thermoskannen suchen und finden und irgendwie... Irgendwas hat man dafür bekommen. Naja, gut, wir lassen die Kaffeeleute mal Kaffeeleute sein. Oh. Darn sure my cute. I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. Ja. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Nee, komm, wir laufen weiter. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Hallo. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Das Gesicht von dem kenne ich auch. Warum kommt er mir so bekannt vor? So, das hier ist also der Sheriff Breaker, oder was? Hallo, Nice to meet you, Sheriff. Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Mir wurde gesagt, es gäbe Your Zeugen. deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Yes, ich take mal meine time. Rein da. Through the case files you sent over, Sheriff. Hallo. Mit wem muss ich denn hier sprechen? Sure, but it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Hallo, ich weiß nicht, mit wem ich sprechen muss. Cases spiked around 2010. The fence was built just after. Seid ihr Zeugen? Sind Sie die Bookers? Okay, fragen wir mal. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Das waren die Leute, die uns, als wir der nackige Mann waren, angeleuchtet haben, ne? Oben von der Klippe. Ja, ich glaube, das sind die. Ja, warum war sie denn am Cauldron Lake, hä? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Ja, dann erzählt mir doch mal, was passiert ist. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks.
They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Weise Entscheidung an der Stelle. Warum glaubt er wohl, dass es ein Kult war? Vielleicht, weil die alle gleich angezogen waren und haben irgendwie da abgestärzelt? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, Okay. cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. Okay, was war That's das? all. Irgendwas wollen sie mir nicht sagen. Da gehen wir doch mal direkt in unseren Mind Palace und befragen sie da. Der Kult des Baumes. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Okay, da bin ich jetzt aber auch mal sehr gespannt, ob das noch irgendwie erklärt wird, warum sie diese Fähigkeiten hat, mit den Leuten zu kommunizieren, ohne dass die kommunizieren. Ob das irgendwie in die Story mit eingebunden wird, weil so finde ich das einfach ein bisschen strange. So, wir kriegen irgendwelche Infos nicht, ja okay gut, dann gehen wir halt in unseren Kopf rein und befragen die Leute da nochmal, dann können sie sich nicht wehren. Die Mechanik finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ich hoffe, das wird noch in der Story eingewoben. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Aha, ja cool. Ja, und jetzt? Ich glaube, du hast etwas gefunden. Habe ich mir gerade in meinem Kopf selbst zusammengereimt, dass du irgendwas gefunden hast. So ein Anhänger mit so 2 Dreiecken vielleicht? Ich weiß es nicht. Könnte Zufall sein. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Okay, cool. Ja, nehmen wir mit. Meins jetzt. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fest. Oh God. Saga! Saga Anderson. As Okay. I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Okay. Alter, das liebe ich so an diesen Games, wenn es so richtig indirekt creepy wird. Das ist mega cool. Die erinnert mich auch so ein bisschen an irgendwie so eine Person aus Silent Hill. Da ist es auch so, dieses ganze, dieser Unterton, wenn die so miteinander sprechen. Oh, ich finde das so geil. Oh, cooles Game. Hallo, sorry, ich wollte auch gar nicht lange stören. Aber es wäre super, wenn ihr mir hier einen Daumen hoch und ein Abo da lassen könntet. Und wenn ihr dann noch all euren Freunden von mir erzählen würdet. Das wäre super Premium. Vielen Dank. Ich bin raus. Tschüss. So, und irgendwer hier drüben hat Hallo gesagt. Können wir uns mit dem unterhalten? Nee. Oh, können wir da hinten Musik machen? Mal gucken. Mir geht's ganz gut. Und euch? Euch geht's auch gut? Oh, ihr seid im Partnerlook unterwegs? Oh, wie süß. Cool, was esst ihr da so? Butter. Oh ja, hier.
Oh, die funktioniert nicht. Die Jukebox ist kaputt. Oh, ich wollte es gerade nämlich sagen. Ich wollte gerade fragen, ob wir Coconut anmachen können in der Jukebox, weil das war nämlich im alten Alan Wake ist dieser Song immer im Repeat gelaufen in so einer Bar. Das ist anscheinend diese Bar hier. Nice. Cool. Okay, ja gut, dann reden wir mal mit der Kellnerin hier vorne, würde ich sagen. Hallo. Was haben Sie uns zu sagen? Woher genau kennen wir uns? So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Okay. Also ich meine, der Alan Wake war hier schon mal. Und vielleicht hat er uns hier schon mal irgendwie reingeschrieben oder so. Oder sie ist eine aus der Story oder so. Oh, ich liebe das, wenn das alles so ein bisschen kryptisch ist. Sau cool. Etwas Seltsames in der Stadt bemerkt. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Oh, ich finde das so geil gemacht bei der Frau. Bei den anderen Leuten ist das nicht so. Die hat diesen leichten Uncanny Valley-Effekt. Also dass ein menschliches Gesicht nicht richtig wie ein menschliches Gesicht wirkt in Games. Und das wird hier irgendwie bei ihr noch deutlicher dargestellt als bei den anderen. Dadurch wirkt sie so ein bisschen out of place. Das ist mega cool gemacht. Oh, geil. Okay, wir gehen hier hinten mal ganz kurz aufs Klo. Hallo, einmal Taschenlampe an. Warum ist hier so düster? Warum haben sie hier hinten kein Licht an? Was ist hier? Noch eine Karte? Oh, wir haben eine Karte von Bright Falls gefunden. Cool. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein, ne? Auf einmal die Halskette rein jammen, dann geht das Ding auf. Das bockt die auch überhaupt nicht, dass ich jetzt hier hinten einfach rumlaufe oder was? Okay. Hier sind Toilets. Hallo. Darf ich so kurz stören? Okay. Oh, ich bin auch auf dem Faltenklo. Ich mach wieder zu. Oh, das geht tatsächlich? Cool. So, einmal hier öffnen. Ah, geht nicht auf. Okay, gut. Employees only. Oh, ich wollte eigentlich rein, aber darf ich nicht. Gut. Können wir was in unserem Mindplace machen oder müssen wir jetzt mit unserem Dude reden? Moment, wir gehen erstmal zu unserem Kollegen. Hallo, Herr Kollege. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Oh ja, da würde ich ganz gerne nachgucken wollen, tatsächlich. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Murder cult. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Oh, aber das sieht hier schon echt sehr beeindruckend Hey, what do you aus. know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible, but it's best not to take it personally. Boah, das wirkt hier wirklich so, als sei ich in so einer kleinen Shitty, ey. Das ist mega gut gemacht. Downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Jo, führ uns mal rein, Oh, Sheriff. this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. Ja, We share a bitte? morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Kriegen wir schon hin, wir sind krass. Aber ich komme hier gar nicht so viel zum Reden, wie ich gerne möchte, weil die hier die ganze Zeit am Sabbeln sind. Aber es ist auch sau interessant, denen zuzuhören. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Hier ist aber auch ganz schön düster. Warum habt ihr hier kein Licht an, Kollegen? Ich helfe euch mal kurz. Hallo, einmal Licht. So, da drin ist Licht. Let's take a look at our patient. Yes, let's take a look at our I'll start patient. with the external inspection before performing the internal examination. So, einmal What was untersuchen. the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. Aha! They did leave something inside his chest. Den Ausruf habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Woran ist er gestorben? Klicke auf die riesige offene Wunde. Aha! Vielleicht liegt es auch daran, dass sein Herz nicht mehr hier ist, sondern da. Also, ich weiß, es ist eine wilde Spekulation, aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass er nicht mehr so ganz so lebt. Wer weiß. Wir finden es noch heraus. There's writing on here. Was? Okay, krass. Can't make it out. Writing. How'd they manage that? Ja, wahrscheinlich mit einem Tätowierer oder sowas. Oder so reingelasert. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Defensive wounds. He put up a fight. So, einmal hier It's like gucken. text.
A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Ja, keine Ahnung. Vielleicht fand er das cool, sich anzumalen wie so ein Tiger oder so. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Also richtig ergibt es keinen Sinn, ne? Aber wir haben ja unseren Mind Palace. Da können wir ja gleich wieder mit ihm reden, ob das so viel Sinn ergibt. Ab an die Falltafel. Okay, gut. Oh, hier können wir uns auch die Karten angucken, die wir gesammelt haben, inwieweit die zusammenhängen. Oh, und wir können uns hier auch dann anzeigen lassen, welche Karten uns noch fehlen. Also müssen wir von der Polizeiwache noch irgendwie eine Karte finden. Okay, interessant. Dann einmal ab an die Falltafel. Was haben wir jetzt hier? Untersuchung von Nightingale. Okay. Time to see what Nightingale's body can tell us. Ach, das ist was Neues. Okay. Bei F können wir jetzt auch zwischen den Fällen wechseln. Okay, okay, okay. Interessant. Gut, irgendwelche Hinweise von der Leiche. Yes, die alle hier. Die batschen wir da jetzt alle dran. Todesursache. Das hier ist keine Todesursache. Yes! Okay, ich hoffe, das hier müssen wir nicht ganz so viel machen. Das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Dieses ganze hier dran Gemache und sowas. Ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie so semi-cool. Ich hoffe, das müssen wir nicht ganz so viel machen. Chest wound is cause of death. Oh. The corpse is bloated, waterlogged. Doesn't Ja, add up. gut. So, und das hier, wo kann das hin? Ah, da. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ja, dann müssen wir wohl gleich mal nachgucken, würde ich sagen. Ja, Ziele. Untersuche Nightingales Leiche. Untersuche den Brustkorb. Oh, müssen wir da jetzt per Hand drin rumwühlen? Oh, bitte nicht. Oh Gott. Hallo. Was finden wir? Ja, bitte. Finden wir da jetzt auch so eine Seite drin vom Manuskript? Ja, das war so klar. Manuskriptseite. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Oh, die haben noch mehr. To this case, I have them right here. Ja, Entschuldigung, was passiert jetzt? Oh, wird er jetzt in diese Zwischenwelt gezogen? Huch. Okay. Alter. Jo, ist ja in Ordnung. Was? Den Klicker? Was ist der Klicker? Entschuldigung, was geht? Jo, genau, jo. Mhm. Entspannend. Excusez-moi. Ja, tschüss. Viel Spaß noch. Okay. Alter, was ist denn jetzt los? Didn't see her. Could not see into bright light. Alter, mein Herz. Mhm. Hoffentlich nicht. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Okay. Oh Gott. Oh no. Oh Gott. Jetzt. Oh no. Jetzt wird es hier so eine Hektik-Sequenz oder was? Oh no. Ich kann das doch nicht. Oh, versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Okay. Rennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haha. Ich bin sicher. Ich bin... Alter, oh nö. Oh no. Gott. Jetzt ist das hier wirklich ein Horror-Game. Okay. Kann uns wirklich nicht sehen, oder? Ja, ja, Alter, du bist gar nicht widerlich. Alter. Okay, wir können uns wohl heilen, wenn wir hier reingehen. Oh, wir müssen uns jetzt bewegen. Müssen wir mir jetzt hinterherlaufen? Wo ist denn unsere Waffe? Ich weiß doch gar nicht, wo die liegt. Ist die hier oder was? Oh, da ist unsere Waffe. Waffe, Waffe, Waffe. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, meine Maus ist viel zu... Alter.
Vanished. Hallo? Kommt noch ein Jumpscare oder nicht? Bitte nicht. Oh Gott. Kapitelende. Dankeschön. Ah, die haben jetzt hier auch wieder so Musikeinlagen zwischen den einzelnen Leveln. Ich höre mir die an, aber ich werde sie euch wahrscheinlich rausschneiden, weil die immer relativ lang sind. Wir sehen uns gleich. Sir, willkommen zurück. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Okay, der sieht nicht mehr so lebendig aus. Hallo? Können wir Ihnen irgendwie helfen? Ach, Sie haben auch gar keine Collision mehr. Ja gut, der hat's dann wohl hinter sich. Schade. Was ist das hier? Die Page oder was? Einmal einsammeln. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Okay, man kann diese Manuskripte jetzt auch nochmal lesen, aber ist ja ganz cool. Anscheinend liest uns der Alan die Manuskripte immer komplett vor. Dann muss ich das gar nicht mehr machen. Ha, hat sich das ja erledigt. Cool. So, irgendwas anderes können wir hier auch noch machen. Ah, man kann sich hier die Musik nochmal anhören in dem Raum. Das ist sehr cool. Manuskriptseiten, die kann man hier nochmal nachlesen. Und an der Falltafel können wir jetzt auch noch irgendwas machen. Wer hat denn davon das Bild geschossen, bitte? Aber gut, wir nehmen es mal hin. A dead man turned into a monster. Light. As a way to fight him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. Yes. Wo ist Nightingale hin? Ja, das... Oh Gott, das würde mich auch interessieren. Wahrscheinlich wieder zum Cauldron Lake, wa? Also, wir müssen zum Cauldron Lake nachher zurück und müssen da irgendwie ein Ritual durchführen, um dann da durchzukommen. Okay. Gut. Jetzt aber erstmal mit dem Kollegen hier reden. Hallo. Wir wurden von einem Toten angegriffen. Das war tatsächlich ganz schön seltsam. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Ja, was ist denn mit dem Sheriff passiert? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Der hat im ersten Teil, glaube ich, schon mit Alan Wake zu tun. Und deswegen war der, glaube ich, auch schon mal in diese Story reingeschrieben und sowas und weiß, was da immer passiert. Ich glaube, das ist das. Aber ey, bitte seid gnädig zu mir. Das ist wirklich schon Jahre her, dass ich dieses Game gespielt habe. Und ich habe wirklich nur so Fetzen an Erinnerungen an dieses Game. Ist der Kult dafür verantwortlich? The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Gehen wir zum Cauldron Lake zurück. Ja, siehst du, hab ich doch gesagt. Places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him. Before anyone else gets hurt. Okay. Ich finde es aber auch geil, dass die so komplett chillen. Hier war gerade komplett eben noch Panik. Sie hat irgendwen in den Kopf geschossen, der einfach sich weggebeamt hat. Der Sheriff hat sich weggebeamt. Und irgendwie bockt's einfach keinen. Der ist doch auch da rausgerannt und irgendeine Frau hat doch auch geschrien. Und irgendwie ist das allen egal. Was ist jetzt los? Irgendwer hat gesprochen. Hallo? Who spoke? We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Guck mal da. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Hä? Irgendwie ist deren Reaktion wirklich sehr, sehr seltsam. Ich meine, die hat's ja sogar hinter sich. Da hinten liegt No und Doda. Die machen hier die Tür auf und sind komplett des Todes entspannt. Kann man euch trauen? Seid ihr gute Nudeln oder tut ihr nur so? Sagt's mir jetzt. Sonst gucke ich nachher wieder in meinem Mind Palace und krieg's dann doch wieder raus, dass ihr böse seid. So, was haben wir hier? Können wir irgendwie interagieren? Warum? Oh, was ist das? That's crazy, right, Thornton? Okay. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Was genau haben wir da gerade eingesammelt? Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. I knew that.
Ey, okay. Ich finde die mega cool. Auch die Gesichtsanimationen von dem waren gerade mega geil. Okay. Aber was haben wir denn da gerade eingesammelt? Was war denn das? Oh, da wollte ich nicht hin. Kommen wir irgendwie ins Inventar? Gibt es eine Inventartaste oder so? I oder sowas? E, nee, E ist Lampe. Scrollen ist nix. Ranklicken. Das ist auch nix. Ah, SRG. Okay, was ist das jetzt hier? Eine Pistole. Handwaffenmunition. Batteriepack. Ah, für die Lampe wieder, okay. Und ein Traumakissen. Ist doch zum Reinbrüllen. Haftbandage stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her. Achso, okay, cool. Nee, gut. Also müssen wir jetzt wieder zurück. Oh nee, an den Golden Lake oder was? Oh nö. Da habe ich ja so Semi-Bock drauf, muss ich sagen. Das hat mir da so... Also, es sah ganz nett da aus. Also, brutal gut sah es da tatsächlich aus. Hallo? Aber, ne? Angenehmes Reiseziel ist irgendwie was anderes. Wir können aber gerade mal gucken, ob wir hier die Karte finden. It's not opening. Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Okay. Aber ich sehe jetzt hier auch keine Karte. Das bedeutet, ja, komm, wir ziehen einfach ab. Wenn die wichtig ist, finden wir die dann garantiert wieder. Cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah, we need backup. The Bright Falls case. Wo rennt er denn hin? Wir laufen ihm mal hinterher. Vielleicht weiß er ja was wir nicht wissen. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree, but it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Boah, hier sieht's aber auch wirklich schon ganz geil aus, ey. Meine Güte, ey. Yo, yo, yo. Das sieht wirklich so aus wie so eine echte Stadt. Das finde ich wirklich, das hat man sehr selten in so Games. Dass man wirklich sich auch so fühlt, als wäre man in dem Ort, wo man auch gerade ist. Das ist schon echt sehr cool. Sorry, dass ich hier immer so über die Grafik und so absabber, aber das ist schon... Just getting my bearings. Ready to go? Aber das ist halt schon wirklich auch hier richtig, richtig gut gemacht. Einfach. Tanzen da Leute? Da tanzen welche. Okay. Die haben Spaß. Und wir haben keinen Spaß. Wir müssen zurück an Golden Lake. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Den Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ja, wenn man die Fakten vorher hätte, wäre schon cool tatsächlich. Das Herz. Okay. Und was man auch sagen muss. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Oh no. Wir können eine Waffe in die Hand nehmen. Oh no, das ist kein gutes Zeichen. Oh no. Aber ich wollte auch gerade sagen, es wurde ihm keine Post geschickt von Morden, die nachgestellt worden sind, sondern der Alan hat die geschrieben oder hat über sie geschrieben und deswegen sind sie passiert. Das ist nämlich der Punkt. Ja. This area is supposed to be close to the public. Okay. Irgendwelche Leute sind hierher gefahren oder was? Auch irgendein krasser Biker ist hier am Start. Okay. Nur dann einmal hier runter, würde ich sagen. The writer of these pages knows what will happen because they're behind this or because they can see what's coming.
Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Ja, das wäre cool, wenn wir den Case solven könnten. Das hätte was. Boah, das sieht hier aber auch schon wieder sehr schick aus. Ui. Ui. Alter, Wald können die. Ich meine, das ist zwar sehr performance-lastig hier, der Wald, tatsächlich. In der Stadt hatte ich mehr Frames. Aber Junge. Also, gut aussehen tut's. What sort of cult refers to themselves as a cult? My experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Wer ist denn das? Hallo, wer seid ihr? Polizei, auf den Boden! Hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Okay, sind Sie autorisiert hier zu sein? Ja, das würde ich auch gerne fragen. Saga Anderson, are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Gesundheit. To meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How's it going, dude? Aber ich finde tatsächlich, die Gesichtsanimationen und so sind so geil in diesem Game, ey. Sie wissen von dem Mord. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Das ist Finnisch, oder? Was der spricht. Boah, ich bin wirklich sehr beeindruckt, was auch hier die Gesichtsanimationen hermachen. Das ist ja jetzt hier eigentlich nur so ein NPC, der hier rumsteht. Wir hätten uns ja auch gar nicht mit dem unterhalten müssen. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr beeindruckend aus. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Okay. Ja, meine Mami hat den gestrickt. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. Ha! So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Das Federal Bureau of Control. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can not right through a garbage can. Oh no, also müssen wir jetzt gleich Raccoons bekämpfen oder was? Der ist hier der Biker-Boy, der ist hier mit dem Ding gekommen. Ah ja. What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Raccoons my ass. Ey, das ist so interessant, sich hier diesen NPCs auch zu widmen und denen zuzuhören und so. Das ist so cool. Was ist denn hier? Irgendwie so ein, wie heißen die? Traumfänger. Oh, ich habe was gefunden. Hier ist irgendwas, eine Socke. Is that a kid's lunchbox? Oh, was ist das? Cold Case. An Alex Casey movie lunchbox. Ah, okay. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Okay, wir sammeln das mal ein. Was ist das? Manuskriptfragment haben wir gefunden, okay. Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Okay. Ich drücke immer die falsche Taste. Sorry. Manuskriptfragmente werden verwendet, um Waffen im Gedankenraum zu verbessern. Bitte was? Da müssen wir jetzt doch in den Gedankenraum. Ja, und jetzt... Okay. Oh, die sind aber ganz schön teuer. Hier können wir die Feuerrate erhöhen, also so einen automatischen Feuermodus einstellen. Einfach 50% größeres Magazin haben. Und hier, wenn wir 2 Kopfschüsse hintereinander abgeben, dann ist der Gegner irgendwie gestaggert. Okay, jetzt geht's hier aber los. Aber die waren ganz schön teuer. Wir haben doch nur 4 Schnipsel gefunden und irgendwie brauchte es gerade 12 oder so. Na ja, gut, wieder raus hier.
So, dann gucken wir noch einmal hier rein. Hallo, Polizei, einmal Kontrolle. Was liegt da? Einmal lesen. Ihr könnt gerne wieder pausieren, aber ich lese euch das auch gleich, also ich fasse euch das auch gleich wieder zusammen. Okay, in diesem Bericht wurde irgendwie gesagt, dass die Sachen, die hier gesendet werden, irgendwie woanders hingesendet werden, auf einen anderen Empfänger, der die Sachen eigentlich nicht haben sollte. Okay. Und er soll sich um die, in Anführungszeichen, Waschbären Sorgen machen. Deswegen haben sie hier so ein Metallding drum gebaut. Okay, interessant. Aber ich würde auch sagen, das sind erstmal genug Informationen, um das zu einer Folge zu verwursten. Und deswegen machen wir hier einen Cut in derselbigen. Vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Das war mir wie meine Ehre, für euch zocken zu dürfen. Lasst doch gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da, folgt mir gerne auf Twitch und die Bimmelbammelglocke. Dann kriegt ihr nämlich immer, wenn meine Videos live gehen. Und so wie immer wünsche ich euch natürlich einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag. Was auch immer ihr habt, Hauptsache etwas. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschaußen!